Hi Leute, willkommen zurück zu meinem Channel. Ja, es ist ein bisschen her, ich glaube 4-5 Tage, als das letzte Video rauskam. Ich hatte eine lange Woche. Die Woche war schon lang und ich hatte viel zu tun. Ich hatte jetzt nicht wirklich Zeit, Video aufzunehmen und dann noch zu schneiden. Deswegen, ich versuche, dass es wieder besser wird. Nächste Woche wird es vielleicht auch noch ein bisschen zeitaufwendiger für mich, aber ich werde, wie ich schon vorhin gesagt habe, versuchen, Videos zu machen. Heute bin ich etwas kaputt, war ein langer Tag, ich bin erst sehr spät nach Hause gekommen. Deswegen habe ich mich entschieden, diesmal kein Resident Evil Video aufzunehmen, aber keine Sorge, die kommen noch. Ich will das natürlich durchspielen und danach zum Teil 4 rübergehen. Sondern ich spiele ein Spiel, was ich beim Steam Sale gesehen habe. Chicken Police, Paint It Red heißt das Spiel. Ein Spiel, wie es ausschaut, du ein Huhn bist, ein Detektivhuhn und du musst einen Fall bearbeiten. Und ich habe dieses Spiel schon vor längerem mal gesehen, weil das ist glaube ich, vielleicht schon mal, ich denke, ein Jahr draußen oder so. Aber das ist mir dann total ins Vergessene geraten. Ich habe es erst beim Sale wieder gesehen und ich so, das wollte ich spielen, das werde ich jetzt auch spielen und ich werde es mit euch spielen. Ich hoffe, die Lautstärke passt so. Wenn irgendwas nicht stimmt, zeigt Bescheid. Ich habe jetzt halt, ich kann es ja mal zeigen, Hälfte und Musik und Effekte etwas runtergehauen. Die Stimmen laut genug, dass man es auch versteht. Weil ich jetzt nicht weiß, wie es im Spiel sein wird, ob es sehr laut sein wird oder nicht. Gut, dann starten wir ein neues Spiel. Ah ja, und wie würdet ihr es finden, wenn ich mich auch schwarz-weiß mache während dem Spiel? Wollt ihr mich in Farbe sehen oder wollt ihr mich schwarz-weiß sehen? Wie im Spiel? Frage ich mal nach. Dann würde ich sagen, starten wir. Tote Männer sind schwerer als gebrochene Herzen. Raymond Chandler. Okay. I ran out to get a pack of cigarettes, but I left my wallet at home. Yeah, that's me. I'm getting old. My name is Sonny Featherland, an investigator for 20 years, and once the star of the predatory division of the Clawville Police Department, one half of the legendary Chicken Police. But buying a pack of smokes is more than I can handle right now. Maybe I should just lay low. Yeah, I'll do that. The most colorful place in the wilderness. For all the gods, what bullshit. Juhu, das Bild The last rechts clucking color oben. left this city years ago. And slowly I'll turn gray too. Chicken Police. Paint So, what it do I red. expect? We're living in a vast experiment and don't even notice that everything got clucked up a long time ago. We believe in this wonderland of peaceful coexistence. Wolves and sheep, chickens and hounds. Yeah, sure, why not? It's just ridiculous. The dog eats the chicken. It's in our nature. I'm not propping up the illusion anymore. 121 days, and it's over. Retirement. What could possibly go wrong? Nur weil er es gesagt hat, passiert jetzt etwas. Ehemaliges Hotel Atlas. Okay, mal schauen. Wer steht hier? War das eine Gazelle? Ah, crap. My office lock is a piece of shit if a dame can pick it. She stood in the darkness. The light painted stripes on her body. It whispered secret little things that were never there in the first place. But she was no zebra. Reality was just a light switch away. Elizabeth or Charlotte? I was sure she'd have a sophisticated-sounding name. She had a bygone look in her eyes, older than this ancient building, and perhaps the whole city itself. Or maybe I'm just drunk.
but she was the first womanly thing in my place for a long time, so I had to give her a chance. Also man merkt, das spielt so in den 70ern, 60ern Jahren mit. Also so vom Feeling, es ist schwarz-weiß und der ist so richtig diese Erzählerstimme, wie man so aus den alten Filmen kennt. Also richtig cool gemacht. Also wir sind ein Hahn, wie es ausschaut, und das ist eine Gazelle, die auf uns wartet, oder? Schreibmaschine? I promised myself I'd write a novel one day. Ich habe ja auch mal gesagt, dass ich ein Buch schreiben möchte, I aber don't even know das what werde ich these nicht papers schaffen. are. Books I'm never gonna read. Maybe nobody ever has. Ja, stimmt. Wenn sie nur hier rumstehen, kann sie keiner I lesen. wanted to travel the world when I was a kid, but I think I'm gonna end up dead in here whether I like it or not. Ja. Perfekt. We used to be star cops a few years ago. Tabloid Die press, steht da rum und so, radio willst du nicht mit mir interviews, even a reden? book Hallo, ich series. bin da. I don't miss those days. Of course, Marty, my old partner, would disagree. He just loved the spotlight. This is one of the most beautiful memories from my old life before Molly left me and took our daughter. Jetzt hat nur aus Interesse, war deine Tochter ein Huhn oder ein Papagei? Das interessiert mich wirklich. Oder ist das zufällig, wie sie... Was ist das? Sind das deine Kinder? Nein. The good things in life don't last long. The best ones always leave first. I saw that in the window of a shoe store. I never understood it, or what it had to do with shoes. Ja, weil du die besten Schuhe immer die ganze Zeit trägst und dann gehen sie auch am schnellsten kaputt. Was wollte ich sagen? Ah ja, mich interessiert, dass, wenn zum Beispiel eine Katze auch mit einer Katze Mensch ein Baby macht, kommen dann Katzen raus oder ist die Wahrscheinlichkeit auch dabei, dass es vielleicht ein Leopard wird oder ein Löwe oder so? Also, wie das funktioniert. Ich weiß, ich denke zu deep. Ist Biber mit Trompete. Davis, the eternal king of jazz. The photo is from the days of jazz prohibition. I only heard the old man live one time, but I'll never forget that night. And not only because I woke up at the harbor without my gun, my badge, and my pants. Oh Gott. The Wild Gentlemen. Those guys rebuilt the city after the Great Fire of 867. My heroes when I was a little chick. I'm starting to think they should have left Clawville as it was, burned to the ground. Ja, und es hört sich eben auch an, dass wir ein älterer Hahn sind, der sogar keinen Bock mehr auf alles hat. Behind that door lies the kingdom of dirty clothes, cigarette butts, and empty bottles. I don't even know where the key is. Whatever's inside is gonna stay there forever. Mal schauen. Ja, dann reden wir mal mit ihr. Mehr kann ich ja nicht anschauen. Oh doch, Schublade. She doesn't seem so dangerous that I need to grab my gun, but you never know. My last cigarette. You're lucky I don't have a light, pal. My wallet and my badge. The wallet is real. The badge ain't. Chief Bloodboil took mine, so I got this one out of a pack of cornflakes, just in case. Ist das die Verbotene? Also er ist kein Polizist mehr, wie es ausschaut. Wurde er rausgeschmissen. Ne? Und jetzt macht er als Detektiv weiter, bis er in Rente gehen kann. I don't see colors anymore. Only emptiness. Everything faded. I need another drink. Lol. Heißt das vielleicht, dass in Wirklichkeit alles mit Farbe ist, aber dadurch, dass wir aus der Sicht des Hahns spielen, ist alles für uns weiß, grau, schwarz? Das wäre echt interessant. So, dann schauen wir mal an. Was? Legs that go on for days. Deep, dark eyes. Silky skin and voice. You're in big trouble, pal. Diese Kommentierung. Okay, dann reden wir mit ihr. Let me introduce myself. My name is Deborah,
Miss Deborah Ibanez. Oder ist das eine ich würde sagen, ja, Zelle, oder? You're mistaken, ma'am. Oh, really? Please enlighten me, Mr. Featherland. I'm not a private eye. I'd recommend Mr. Philmar Lowe instead of me. He's a nice guy. Believe me, Mr. Featherland, it's not an accident I came to you. Okay. Look, miss, I work for the police and I'm currently on leave. I couldn't accept private commissions even if I wanted to. Not even from a classy dame like you. Also arbeitet er schon nur für die Polizei. Er ist kein Privatdetektiv. Habe ich irgendwie falsch verstanden, als er gesagt hat, dass ihm seine Marke abgenommen wurde. Mal schauen, wie die Geschichte weitergeht. Am I that easy to read? Oh. That's my job. But tell me, since you've invited yourself in, would you like a drink? I don't usually drink. Well, I've got to have So one. besser, oder? Dann And könnt ihr it'd den be rude Chat of me to besser drink sehen. alone. So, maybe some sherry? If you insist. But bourbon, please. Ah, jetzt schon Alkohol, okay. Thank the wild ones. That's all I have. What a coincidence. So come on, spill it from the beginning. Wow. Okay. That's better. Now, if I understand correctly, your mistress is receiving threats. What kind of threats exactly? It's a very strange matter. First, there were letters. Then it came printed on a wine bottle's label, sent as a gift. Then carved into a brick, thrown through the window. And finally, they painted it on the wall of the house. Und was in haben die giant geschrieben? red letters. I think it's time to dig a little deeper. If you don't mind, I'd like to ask you some routine questions. Eigentlich, mir steht diese also ihm stehen die Klamotten ja richtig gut. Please, that's why I'm here. Aber schaut doch auch aus, Privatdetektiv, die Klamotten. Muss ich sie jetzt wieder... Ah, So, Something like that. okay, also Verhör ist das da unten, wie es ausschaut. Konzentriere dich auf das, was du über die Verdächtige weißt. Aber die ist doch nicht verdächtig. Benimmt sich jemand verdächtig, dann sollte das dein Fokus sein. Dieser Kerl ist recht verdächtig, darauf muss ich mich konzentrieren. John Dewey. Er ist verdächtig, ich bin verdächtig. Warum bist du verdächtig? Warum bist du verdächtig? Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Warum? Ich habe doch nichts getan. Du bist verdächtig. Das Bild ist gut. Am Schluss ist er nicht verdächtig. Mein Eindruck. Frage. So viele Möglichkeiten. Bla bla. Das gefällt mir. Okay. Dein bester Freund, der zeigt an, wie gut die Vernehmung läuft. Was im Bereich zu halten, okay. I must be cautious and smart. This dame seems shy, which I can use to my advantage. But I must be careful about what I say to her, or I could scare her off. Okay, wer genau sind Sie, wenn ich fragen darf? Who exactly are you, ma'am? I'm not somebody important, Mr. Featherland. You're important enough to deal with such a delicate matter, right? I carry out the wishes of my employer, nothing more. This means simple paperwork, most of the time. You've been thrown into deep water, Also Assistentin, sweetheart. oder? Tell me, Oder can you even Sekretärin. swim? Believe me, this is just as unpleasant for me as it is for you, if not even more. In welcher Stadt wohnen Sie eigentlich? In Clamhills oder vielleicht in Flowerville? Sie wirken ein bisschen unsicher. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Tell me, which part of the city do you live in? Calavera Hills? Flowerville, maybe? Look, I don't want to answer that. I'm here on behalf of my employer, and not on personal business. Fair point, Deborah. Let's try a different approach. Wenn's hoch ist, ist gut, oder? Schüchtern zweifeln. Oder ist Mitte gut?
Mit Sucht hören Sie bitte das verängstigte Gerät zu spielen und reden Sie Klartext. Na, das mache ich nicht, das da ist sie. Ich meine, sie hat ja nichts damit zu tun, die ist nur gesendet worden, es zu berichten. Why did you have to visit me this particular evening? I have my reasons. I may look like a silly little fawn, and maybe I am, but I still have common sense. I don't doubt that for a second, Miss Ibanez. Boah, ich hoffe, es gibt auch einen Löwen. This day Das wäre cool. is essential to my mistress, and she thought it's also Oh, ein Faultier wäre auch important to you. awesome. A message in itself, for sure. But to be honest, even you are. You know what? I'll just take that as a compliment, even if it wasn't meant as such. Sie sind in Klein geboren und aufgewachsen. Warum besuchen Sie mich? Warum ist Ihre Arbeitgeber nicht persönlich erschienen? Ja, das würde ich fragen. Sie will nicht über sich privat reden, das haben wir jetzt erfahren. Sie will nur über ihre Chefin reden. Also werde ich auch nur über die Chefin reden. Am meisten, wer ist die Chefin? Bringt ja nichts, dass sie sagt, ja, sie hat Probleme, aber ich weiß ja nicht mehr, wer das ist. Why did you come to visit me? Why not your employer herself? My employer is Miss Natasha Ah. Katsenko. She hasn't been leaving her home lately, only if she really has to. Na, aber hättet ihr nicht zusammen gehen können? Weil ich meine, zu zweit ist es sicherer. How so? Katze. Miss Natasha is afraid. She's scared because of those unwanted messages, and everyone knows who she is. Also ich kenne sie So nicht. she's that kind of woman. I don't know what you mean. Nein, sie ist keine Frau. Die ist... Ich kann es nicht beschreiben. Of course you do, Deborah. Thank you, by the way. We're finally getting somewhere. We avoided the point long enough. Deborah's hiding something, no question. Let's focus on that. Haben sie eigentlich die Adresse? Ich hoffe, wir waren nicht in Absicht, aber spielt sie mit mir? Was genau haben sie erwartet, als sie hier gekommen sind, um mich zu treffen? Ja, aber du hast How meine did you get this Adresse. address? You know, my mistress has exceptional connections. Aha. If they were so exceptional, she wouldn't have chosen me. Don't be so hard on yourself, Detective. You are the head of the famous chicken police. Am I right? Was it a raccoon with a scarred face called Zip who recommended me? He hates me. No, Mr. Featherland. I don't know anyone like that. Lucky for you, Deborah. Was genau haben sie erwartet, als sie hier gekommen sind? Ich hoffe nicht Absicht, aber es spielt. What exactly did you expect by coming here to meet me? I expected your help, just like my mistress said. Oh, that's very nice. But have you seen this neighborhood? Have you seen this wreck called a hotel? Who were you hoping to find in a place like this? Ein Polizeimann. Someone reliable Ah, okay. Well, I am reliable. and discreet, That's right. Diskret. Aha. thorough, Oh mein Gott. No question about Ja. that. and has a heart of gold. Okay, let's stop it right there. Ich wollte auch gerade sagen, Alter. Man kann auch übertreiben. Denken wir, ist es riskant für mich, den Fall anzunehmen? Denken Sie, Sie sind für die Art von Arbeit geeignet? Und einfach so, als hätten Sie mich nicht angetroffen, okay? Are you in some sort of jam? Nothing of the sort. There are simply things better left Then you're wasting my I trust your instincts. You'll manage it. Yeah, and I have no other choice, right? To be honest, no, Mr. Featherland. Not really. Warte mal, wie? Warum habe ich keine andere Wahl? Finden Sie die Sache nicht ein bisschen Don't you think verdächtig? this whole thing is a little suspicious? Look, Santino. I'll explain everything. I have no doubt about that. You look just the type, sweetheart. No offense. I'll take that as a compliment. Or maybe I'll act like I haven't heard it. You see, we're starting to understand each other. Wenn Sie mir nicht die Wahrheit sagen, wozu soll das dann gut sein? Sagen Sie mir, Deborah, warum sollte ich Ihnen überhaupt glauben? Vielleicht das If oben. you won't come clean, what's the point of all this? But, Mr. Featherland, I'm sorry, sweetheart, but I'm way too old for this game. Mal ein bisschen hart rangehen. Die, glaube ich, tut ein bisschen mit mir rumspielen. please, just think again. For me and my mistress's sake. Das hat er. Tell me, Deborah, why should I believe you at all?
Because my mistress trusts you. Should that be enough? If you really like what she thinks you are, then yes. Damn, what can I say to that? Nein, du kannst Nein sagen. Aber ich glaube, du brauchst I Geld. didn't mean to back you up against the wall. You have a way with words, sweetheart. Did you ever want to be a cop? No, not for the world. Smart answer. Okay, das geht hoch. Aber wenn es ganz oben ist, ist es gut, oder? Oder soll es in der Mitte bleiben? Das habe ich jetzt nicht nachgelesen. Vielleicht werde ich beim Schneiden es nochmal sehen. Seien Sie ehrlich und sagen Sie mir, wovor Sie solche Angst Be haben. honest and tell me what you're so afraid of. You know, Mr. Featherland, my mistress's partner is Hobart Wessler. Or as most people know him, Ibn Wessler, the Kingpin. Kingpin! Wir sind jetzt bei Batman! Oh Mann, ich hab's gemocht, Kingpin zu verprügeln. Ich meinte, sowas will ich niemals machen. exactly. Ne, das ist nur Possum, oder? Feathery gods, help me. So you get it now. The secrecy. To put it mildly, I think I understand it all. Wessler. This little piece of the puzzle changes everything. Ah, okay, ich hätte es nicht nochmal machen können. Ich kann es nochmal machen? Ich werde es nochmal machen. Okay, warte mal, das mache ich You're anders. not very confident. Are you sure you're all right? Yes. Excuse me. I'm just a bit... Breaking into the apartments of strangers isn't that big a deal. Some Stimmt, people die ist do it as a eingebrochen. hobby. Please don't make fun of me, Mr. Featherland. This is hard for me as it is. You're right. Sorry. Did you come alone? Ah, das All by Gespräch yourself? ist schon ein bisschen anders. I took the subway, then the tram, and then I walked. It wasn't easy to find this place. And to be honest, I had to be discreet. Yeah. Well, I think I'm starting to get the picture. This is quite unpleasant for me. Jetzt habe ich voll. Okay, das erste und das zweite, glaube ich, haben es den Stern abgezogen. Genauigkeit 90% ist mir egal. Jetzt habe ich es voll. Jetzt geht's weiter. Okay, was soll ich jetzt machen? My bedroom. Mit dir reden? Why don't you take it to the police? Just go there and file a report. Photos, flashing lights, fingerprints. You know Ja, the wahrscheinlich drill. wegen The dem evidence is very clear. Partner von ihr. Even a moderately talented detective could easily wrap this case up. Or 555 just try the 111. phone. 555 111. Please, take a look at this. Well, okay. Let's see. Das hier? I know Molly very well. Please note this when deciding whether or not to accept my assignment. Miss Ibanez is a trusted friend. Treat her as gentleman. I felt like I'd been hit on the back of my head with a blackjack. Reality tilted. Molly. Good God. Das ist seine What was Ex, her oder? name doing there? I glanced at the opposite wall with the well-worn picture frames. Like an eternally dark hole in the wall. A missing piece. She was wearing a light silk dress and singing a lullaby. The waves caressing her beautiful long legs. Okay. Why Molly? Also ist seine Ex jetzt gerade hier. Mr. Featherland? Santino, are you all right? Seine Ex ist in der What Stadt. the hell Also is this nein. supposed to mean? I don't know anything, Mr. Santino. My mistress told me to give this to you. She said you'd understand. Don't you? Oh, of course I understand, Miss Ibanez. I get it very well. But this case is becoming more and more confusing. It's starting to look like blackmail. Blackmail? Don't play innocent with me. But All right. When can I visit? visit me? Not you. Miss Katsenko. Oh, du hättest vielleicht die jetzt kriegen können. Oh Gott, der versteht Signale nicht. Oh, yes. You can find her at the Czar Club. Didn't you tell me she's not the social kind? That she's especially unsociable? Or does she only like loud and crowded clubs? Ja, die wollte wahrscheinlich nicht zu dieser Bude kommen, wo du lebst. No, she's really not like that. But
She owns the place. Judging by the flyer, it must be a very busy club, especially on New Year's Eve. I'm sure you'll have no trouble finding Miss Katsenko, but there's one small problem, Miss... Let me guess. Mr. Wessler better not know about my visit. Exactly. How did you know? Wahrscheinlich mag er ihn nicht. 20 years experience, ma'am. Oh, and please, call me Sonny. It was a pleasure to meet you, Sonny. I'll talk about the rest with Ms. Katsenko in person. A good friend of mine would be happy to take you home if you'd like. I'd appreciate that, Sonny. Oh, ein Hase? Okay. Gut. Und wie gehe ich jetzt raus? Maybe I'm just old. And while I'm clucking about... Ah, hier. Nö. Ach, ich muss anrufen wahrscheinlich. Warte mal. Nee, Personen. Da. Davis, Kaninengeschlecht männlich, ein alter Freund von mir. Er stottert häufig. Davis ist der Inhaber der ehemaligen renommierten Hotels Atlas. Wir beide sind schon seit langem befreundet. Derzeit ist er mein Vermieter. Nur wir zwei wohnen in diesem unglaublich riesigen Hotel. Er liebt Kriminalgeschichten und hilft mir immer gerne. Drum bitte. Ah, da ist die Nummer. Was steht hier? Einer der berüchtigsten Gangster klären will. Gebäudeeigentümer, Bankdirektor, Museumsinhaber, Schnapsbrenner, Schmuggler und Informationshändler. Und das ist nur die Hälfte von dem, was ich über ihn gehört habe. Seine dreckige kleine Visage steckt hinter allem, was hier in der Unterwelt abläuft. Name Holber Wessler, Spezies Ratte, ist eine Ratte, okay, ich hätte einen Wiesel. Geschlecht männlich, besondere Merkmale, gut aussehen, charismatisch und ein vergackerter Gangster. Oh, toll, diese Beschreibung. Okay. Hier. Name der Impala. Spezies ist ein Impala, okay. Geschlecht weiblich. Merkmal hübsch und zart, nicht allzu außergewöhnlich. Sie übernimmt keine Aufträge für ihre Arbeitgeberin. Sie übernimmt kleine Aufträge für ihre Arbeitgeberin. Eine Dame von Welt. Aber ich glaube nicht, dass sie aus einer besonderen reichen oder beeinflussreichen Familie stammt. Meine Leute müssen sich auch hocharbeiten. Es kann nicht jeder reich sein. Ich bin auch nicht reich. Sie hat Angst und verheimlicht außerdem so einiges. Oder sie verheimlicht so einiges und ist außerdem eine großartige Schauspielerin. Wie dem auch sei. Sie hat nicht immer die Wahrheit gesagt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ihre Arbeitgeberin gehört derzeit zum inneren Zirkel von Ibn Wessler. Um es vorsichtig auszudrücken, das erklärt auch, warum Miss Ibis von einer Aura der Furcht umgeben ist. Name Natascha Katsenko, Spezies Katze. Geschlecht weiblich. Besondere Merkmale, auffällig grüne Augen. Sie ist eindeutig in Schwierigkeiten, genau wie ich. Warum ist er in Schwierigkeiten? Was hat er angestellt? Sie ist der Arbeitgeber von Miss Deborah. Angeblich wird sie ernsthaft bedroht. Ich weiß aber noch nicht wie. Wurde noch nichts gezeigt. Derzeit die Freundin des berüchtigten Gangster Ibn Wessler. Das erklärt vieles, besonders die übertriebene Geheimkrämerei. Sie ist die Eigentümer des Hotels. Okay, ich brauche deine Nummer. Lebensnummer 555932. Fünf, 9, 3, 2. Hey, Lewis. Am I bothering you? No. Of course not, Sonny. Old friend, what's up? Could you come over? I've got a favor to ask if you're not busy. For you, anything. Ah, er stottert. Lewis arrived a few minutes later. He lived in the rooms above, so it wasn't difficult getting here. Not to mention that he's a rabbit. It was a quick hop. The Atlas Hotel was his inheritance. It was once a well-renowned place, but not anymore. The last economic crisis ruined it. And now, besides me, he was the only resident of this enormous place. Aber kann er die Zimmer nicht auch für andere Leute vermieten? Ich meine, jeder sucht doch Zimmer. Die könnte er doch billig weiter vermieten. Dann verdient er wenigstens etwas, weil er muss doch auch bestimmt den Grund bezahlen.
Egal, hey Lewis. The good old rabbit. I can always count on him, even on New Year's Eve. Thanks for being so quick, Lewis. Can you drive Miss Ibanez Oh, home? der ist voll süß. I have some things to take care of. Of course, Sonny. You know, anything for you. Thank you for being so considerate, Sonny. I appreciate it. Den möchte Don't ich mention kraulen. Goodbye, then. So long, Deborah. Before I visit the club, I have to take a detour. I've got a feeling that this case isn't going to be a one-man job. And there's only one bird in this city I can trust. My ex-partner, Marty. He's going to be Was hat er angestellt, dass die Leute nichts mit ihm zu tun haben wollen? Er Hat bestimmt jemanden Falschen erschossen. Schränkt es hin, nur eine begrenzte Zeit verfügbar. Ah, okay. Also das ist die Hauptquest, das sind Nebensachen und die sollte man höchstwahrscheinlich mitnehmen. It was New Year's Eve, and I was driving, half drunk, risking my whole life's work. But still, it didn't feel any different. Every day was the same. And the 121 days I had left till my retirement seemed like an eternity. When I look out the window of the hotel room I call home, I see the same thing every day. A woman in a red nightgown dances slowly in circles to smooth music. The 9 o'clock show, with a glass of cheap bourbon and the red gown with the silent music. In the meantime, the proud city of Clawville is slowly eating itself alive. And we're still here, with nothing left to lose but our sanity, while others, the smart ones, had already gone. Molly. Does her name really upset me this much? All those years of solitude, and I still jump without question every time I hear it. And then there's Marty, my ex-partner, who hates me. But I know I have to speak with him, no matter what. Why do I feel like the past is watching me on this goddamn night? Die Tour. Kann ich mich wieder I zeigen? knew where Ja. to find Marty. At the station, we'd always draw straws about holiday duty. Marty never joined in. He always took the New Year's Eve shift, even though he had someone to go home to. I understood. 10 years ago, we survived the night the press called the Bloody New Year. Forgotten by Clawville, but not by us. We both left parts of ourselves behind that night. Ja, so hatten wir was überlegt, was die Presse später Blutsilvester nannte. Oh Gott, war da ein Anschlag oder so. Das ist nicht schön. Oh Gott, ein Igel und ein Stachelschwein. Oh mein Gott, bist du süß. Und du schaust... Dein Gesicht wird nass. Das Ding hilft doch gar nicht. Ich will gar nicht wissen, wie schwer ist es, das auszuziehen. Ich meine, die Stacheln, die hängen da doch. Phyllis and Roy's. Two hedgehogs with an arrogance Das ist typical of kein novice Hedgehog. cops. They're as prickly as they look. Officious little shitheads, but harmless. Außer es sind Stachelschweine mit Igel verwandt? Könnte es sein. Well, look at that. Hey, Sonny, what you scratching at over here? I heard the big boss threw you out. Tough luck, boys. I may not be on duty, but I'm still a cop, just like you. Well, more than you. Hey, you don't have to be so peckish, old bud. By the way, you're on luck. Blood Boil's not in tonight. Malloy is in charge. Oh, God. That clumsy buffalo is here tonight. If he doesn't end up in a cell again, he's lucky. You got it. You looking for Marty, eh? I see you're still the brains around here, Phyllis. Yeah, I'm looking for Marty. Birds of a feather flock together. Also I ist er auch see ein you're Huhn. still the funny guy round here. You'll find the giant feather duster at the shooting range.
as always. Igel hat voll die nice Stimme, so richtig deep. Ich hätte so eine hohe erwartet, aber nein, er hat voll die männliche Stimme. I'm telling you this because maybe you'll be able to understand. If this prickly shithead makes another racist remark, I'll strangle him with his own raincoat. I'd love to see that. Hey, whose side are you on, you jerk? Back in the day, I used to patrol the city's streets in one of these. I don't miss it, but it used to have its advantages. Sonst ist hier nix. Einschusslöcher. This happened when that old bloodhound, Blood Boil, was promoted to chief of police. Warum? Ich habe eigentlich neue Einträge bekommen von euch zwei netten Personen. Ah, okay, also so viele Personen. Carlton Phyllis, Igel. Geschlecht männlich. Besonderes Merkmal, ich kann ihn nicht ausstehen. Guter Merkmal. Ein echt kleiner Scheißer. Er ist zu klein. Er ist ein zu kleiner Fisch, als dass es sich lohnen würde, ihn zu bestechen. Name Mason, ein Stachelschwein. Geschlecht männlich, Merkmal, ich kann ihn fast genauso wenig ausstehen wie sein Partner Phyllis. Groß und dämlich, ähnelt meinem Partner Marty ein wenig. Mit dem Unterschied, dass Roy kein Herz hat. Wow. Here we are again, Clawville Police Department. I've never been good at history, but if I'm not mistaken, this place has been a church, a hospital, and even some insane cult's secret hideout over the years. Anyway, the place holds the secrets of the ages. And some drunk pigs in the basement. Pigs? Da steht Bullen. Oh mein Gott. Oh Mann. Oh. Erstmal alles anschauen, dann habe ich das schon mal weg. Marty drinks this shit. I've never tried it, but I'm pretty sure it's gross. And probably toxic. Ja, Automatenkaffee ist jetzt nicht der beste. Officer Barkman, Jardine. Das ist eine Polizeiwappen. Strength, unity. For the love of the wild gods, I'm gonna be sick. Das ist cool. Bulldogge, das ist so ein, ich weiß nicht, wie die Hundeart heißt. Das ist eine, ich würde erst sagen Puma oder Berglöwe. Das ist so, wie heißen die, Salamander? Ich rede mal mit Monika. Sie ist das ist ein Kolibri, oder? Ey. Soft and ordinary, but also somehow cold and distant. The kind you'd like to invite for a coffee, but you know would say no, no matter who you are or what you do. Hey, Monica. Oh. Hey, Boss Bird. What are you doing here? Shouldn't you be celebrating somewhere? Every day's a holiday since I got out of here. I can tell. But what are you doing here? Are you here for a file? You know, I'm a little busy right now. Also ist er nur nicht beurlaubt, wie nennt man das? Suspendiert? Gerade? Yeah, you could look after a few things for me, but first I'd like to talk to Mr. Big Beak McChicken himself. Those two prickly assholes told me he's emptying the magazines in the hole. Like always. And if he carries on like that, he's gonna use up all our ammo. So it would be nice if you drag him out of there. You know how this day is for him. For him? You know I didn't mean it like that. Yeah, I know. Okay, so just sign here and you're good to go. Thank you, darling. Don't mention it, Boss Bird. Okay, Mord. Mort Mardigan, a notorious deadbeat. Poor guy's been blind since his teenage years, but that doesn't stop him from running into trouble. What the cluck did he do this time? Ich werde jetzt noch ihn anschauen, weil nicht, dass beide reden gleichzeitig. Detective Chow Hound Bosco. He Dann thinks he's a real alpha, but nah, he's just a lapdog. Ja, und dann draußen hast du rassistisch genannt, aber ich glaube, solche Sprüche abgeben ist für Hunde auch rassistisch. Mort, you scabbiest beast. Und er ist ja alt. Schaut mal, das erkennt man voll gut mit den Wimpern und dem grauen Bart. Ha! Morty to you, sonny boy. Everything's fine. There was just a bit of trouble in the bar, and
someone got knocked on the head with a Kann man gut als Ausrede benutzen. Ich war doch blind. I'm as blind as a bat, am I right? Did that ever bother you, Morty? Listen, sonny boy, go tell them to leave me alone, eh? It's New Year's Eve after all, and I didn't even do anything wrong. Du hast jemanden mit dem Glas geschlagen. Where's your little lapdog to get you out of this mess? Is that little pimp of a midget still sniffing around you? Jeffy is a good boy, Sonny. And he's good to me, believe me. Okay. Oh, God, spare me the details. When will you finally realize that little shit's been using you? Oh, of course he's using me. What could a pretty boy like him want from this old monster, eh? Still, Sonny, I have no one else. Do you understand that? Ja, mein Gott, Don't you? er nutzt es eben aus, dass er jemanden hat, der für ihn da ist. Ich weiß, es ist blöd, wenn er ausnutzt, aber es ist seine Entscheidung und er weiß es ja. Er will einfach nicht alleine sein und jemanden da haben für die letzte Zeit. Ich verstehe es. Even you deserve better, pal. By the way, you look horrible, even for yourself. Are you feeling okay? Well, I'm not what I used to be, but neither are you, judging from your voice. But I'm seeing a doctor, sonny boy. I really am. Don't need to, Mort. I'm fine. Anyway, if Bubo prescribed you something, don't even think about taking it. Also, er vermutet wahrscheinlich, dass man ihn vergiften will, oder? I don't talk to that insane owl. Es gibt noch eine Eule? Damn right. Please, say something on my behalf, okay? I really don't have time for this detective buffalo shit. Keiner mag den. Hey, careful with that. Buffalo Malloy is the chief today. Like I care. I'll try to speak for you, but keep it down till then, okay? You don't need this shit, and I don't need it either. Sonny boy, you've always been a good friend. More like a clucking pigeon. Oh. Bosco? Holy wild ones, look what the cat dragged in. Hello to you too, Bosco. I see you're busy, as always. I've been sniffing around one of the rundown joints. You know how it goes. And boom, this son of a lizard comes flying out the window. I didn't know the lizards could fly. So, Mort was being a bad boy again. Nothing unusual. And you? Still dying? Warum still I'm dying? still a cop for another 121 days, Bosco. It's as unpleasant to me as it is to you. All right. No need to bite. I wasn't trying to mess with you. You have Moses and Plato for that. And of course, Blood Boil. Let's hope I won't run into any of them tonight. Looking for Marty, eh? Ever since you left, he's kinda lost. He's trying to hide it, but he's not the same bird. Well, I don't think we'll have a teary reunion, thinking about how we parted. Let me give you some advice, Sonny. Let him rage. He'll be the same after that. Anyway, he was the one that shot you, right? You should be mad, not him. Er hat auf mich geschossen? Warum? War es mit Absicht? It's not that simple, Bosco, but we'll see how he reacts. Thanks anyway. No worries, pal. Was ist passiert? One of Blood Boil's favorites. Mainly because he's a dog, of course. One of Blood... Okay, mit dem kann ich reden. Officer Jardine. They say she's clever, smart, and dangerous. We need more of her kind in here. I'm really not in the mood to meet Deputy Malloy, or any of my ex-colleagues from the Predatory Division. Also bin ich nicht rausgeflogen, sondern ich bin wegen dieser Verletzung urlaubt worden. Das werden wir jetzt alles rausfinden, glaube ich. This is gonna be a hard ride. Last time we saw each other, he had a smoking gun in his hand, and I was bleeding. I don't know how we can get past that, but it's worth a try. Gib hier gar nicht clean, Mr. Lowman.
Long thighs and a big gun. That's Marty's idea of a perfect woman. Can't blame him for it. There's no turning back. Muss nicht schießen, oder? Kein Bock drauf. Marty looks good. Big and loud and angry as always. Schaut nicht wirklich angry aus. Interessante Klamotten, die er trägt. Der unserer schaut schicker aus. Hey, Marty. Oh, well, look who's here. Hello, Boss Bird. Were you lost? This is the PD building, you know? Er ist jünger. Hört sich sehr jung an. Also der hört sich an, als wäre so zwischen 20, 30. Vielleicht älter, aber der hört sich an jung und er ist alt. Cut the shit, Marty. We're better than this. Well, at least you are. Better than anyone, huh? Marty, come on. Let's forget that. What's past is past. Easy for you to say, Sonny. Damn it, Marty. You shot me, remember? I almost bled to death. Ah, und jetzt sagst du ihm, was er gemacht hat? Hell yeah, I remember. Unfortunately, my aim wasn't good enough. Warum hast du auf ihn I geschossen? need your help, okay? That's what you want to hear. Well, it's a start. Okay, I've said it. I won't do it again. Yeah, right. So, are you in? Just for tonight. Small case. We'll wrap it up in no time. What kind of case? A personal one. How personal? Very. The kind of case where if you come with me right now, you're not on duty anymore. Ooh, damn, Sonny. Stop it right there. I'm in. That's it? Do you know how boring life is here without your stupid, reckless shit? Soon enough, I'll shoot all the ammo in here out of boredom. Right, so, tell me, what's it about? I'll tell you in the car. Ooh, can I bring Bertha? Ah, for the love of... Marty, this is a routine case. You can't bring your shotgun, okay? Bertha, Warum stay. nicht? Okay. But at least Susie Er hat can seinen come, Waffennamen gegeben, das ist irgendwie nett. All right, Susie can come. right? That's what I want to hear. Er hat seinen Waffennamen gegeben, das ist irgendwie total süß. Und das wollte ich nicht. Ich wollte die Person nochmal nachschauen. Okay, das ist Morty. Martin McChicken, Huhn, Geschlecht männlich. Besondere Merkmale, 4 Geflügel, außerordentlich groß und schwer. Strahlen, weiße Federn. Hat mich einmal angeschossen, aber ich hatte es verdient. Okay. Wir sind seit 10 langen, harten Jahren Partner. Na, jedenfalls waren wir es. Jetzt hilft er mir nur inoffiziell, diesen Fall abzuschließen. Marty ist aufbrausend und prügelt sich gerne. Aber er ist absolut loyal und ich kann mich in jeder Hinsicht auf ihn verlassen. Ganz besonders, wenn der Einsatz von Schusswaffen erforderlich ist. Dann kommt sein wahres Ich zum Vorschein. Und dann möchte ich ihm auch nie in die Quere kommen. Jedenfalls nicht mehr. Okay, die hatte ich schon. Den hatte ich auch schon. Der Hund. Oh, Futternapf ist Hund. Männlich. Merkt man ja. Es heißt, dass er alles auffressen kann, was ihm vorgesetzt wird. Da hat den Spitznamen Futternapf. Er arbeitet im Raubtierdezernat, genau wie ich. Oder besser gesagt, genau wie ich früher. Ja, darfst du irgendwann noch arbeiten oder bist du die ganze Zeit bis zur Rente nicht mehr dabei? Sie sind Kolibri, recht weiblich. Bis zum Merkmal, sie kann 1000 verschiedene Dinge gleichzeitig im Auge behalten. Außerdem ist sie ein Engel vom Himmel. Herz und Seele des Polizeireviers. Eigentlich ist sie ein Kolibri, aber die meisten glauben eher, dass sie ein himmlischer Engel ist. Als ich noch regelmäßig auf die Wache kam, war sie ein bisschen Zucker im bitteren Morgenkaffee. No, nett. Martin Komodowaran. Männlich Geschlecht. Besondere Merkmale, er ist alt, blind und ein irreparables Wrack. Wow. Ein Dreckskerl mit schnellen Fingern. Er ist blind wie ein Maulwurf, aber auch eines der größten Schlitzohre, die die Stadt jemals erlebt hat. Er hätte einer von den Guten sein können, aber irgendwann hat er den Pfad der Tugend verlassen und jetzt ist er zu alt, um sich noch zu rehabilitieren. Er hat auch keinen Bock mehr. Einfach weiterleben. In irgendeinem Club, in dem Mord war, gab es eine Auseinandersetzung. Was für eine Überraschung. Er ist ein alter Freund. Da kann ich ein gutes Wort für ihn einlegen. Okay, jetzt noch der Hund.
Ich habe die nur nicht offiziell gesehen. Hund, Geschlecht, ach doch, die standen draußen. Der Chief ist eine lebende Legende. Außerdem kann er mich nicht ausstehen. Schön. Die Eule. Geschlecht männlich. Merkmal Mohinis Neurotiker, alt und hässlich. Aber er ist ein alter Bekannter aus der besten Seite Chicken Police. Du bist echt nett zu deinen Kollegen. Weißt du das? Ja, dann geh mal wieder, oder? Still drink coffee? Yeah, my only poison. We could visit our old haunt. What do you think? Oh, a nice cup of Zips coffee and the hop dog. I'm in. Oh, and maybe we'll get into a little fight, too. If it comes to that, I'm leaving you without a blink. Hä? Oh, yeah, like last Der ist time? cool drauf. Those were different times, Marty, with a different Sonny. Well, all right. To the city, then. You don't have to come with me, you know. Okay, I know. Let's go. Ihm ist langweilig, er will was erleben. Sonny, there's a little problem. Not so little, and it smells, too. What the furry hell is Blood Boil doing here? Well, it seems we can't avoid speaking to him. Oh, yes, we can. You have your rifle with you, right? What? Just kidding. Sort of. The chief doesn't seem to be in a good mood, but he never is, actually. What a surprise. The two pigeons back together. And without my permission, of course. Aber es ist ja privat. Wir wollen ja nur etwas machen. Und warum sind so viele Hunde bei der Polizei? Chief Bloodboil. Damn. What was that, Santino? Nothing, sir. What a lovely evening. Am I right? I don't want to hear your crowing, Santino. What the hell are you doing here? Wir wollten Kaffee trinken gehen. Hey, careful with the racist barking, old hound. Oh, it's getting hot in here. Can we just skip this part? It's New Year's after all. And you're on duty, if I'm not mistaken, Martin. Where do you think you're going? That's it, boss. To serve and protect. Sonny was in the neighborhood and stopped by to say hi. He's a cop too, right? Only on paper, and you know that very well, Detective. I don't want any trouble, boss. I just wanted to say hi to Monica, and then this feather pillow showed up. I invited him to grab a quick coffee. You can allow him that much, can't you? Your coffee Kurzer breaks usually Kaffee. end up in shooting or brawling, chickens. Ja, das will er ja. Er will das. Oh, just a coffee, boss. I swear. Oh, have a heart. It's New Year's Eve, and I haven't seen my old partner for so long. How touching. You shot him with a shotgun. Sogar mit der Schrotflinte erschossen, also angeschossen. Ich dachte mit der Pistole, aber der hat mit der Shotgun. Oh mein Gott. Dass er das überlebt hat? Nicht schlecht. Family quarrel. For all the marrow bones of the world, get the hell out of my sight. Have a lovely evening, boss. You especially. Fuck off right now, Santino. Wow, was für ein Wortwahl. Böser Hund. Hund, Geschlecht männlich. Der Chief ist eine... Achso, das hatte ich schon, aber was Neues. Er ist mein Boss und ein lebendes Denkmal der Gerechtigkeit. Er ist hart, skrupellos und vor allem unbestechlich. Natürlich ist er auch ein rassistischer Schweinehund. Und trotzdem möchte ich nicht hier sein, wenn er in Rente geht, weil dann das Chaos endgültig übermannt wird. Das spielt in der Zeit, wo, glaube ich, Rassismus echt normal ist. We can't avoid speaking with the chief first. And it would be Ich hab doch mit ihm gesprochen oder mit Ben. I see you're swamped, buddy. I've sent the old lizard away. I don't need him to foul the air anymore. I hate his kind anyway. Well, because he's a reptile. No, because he's a good-for-nothing piece of shit. No, yeah. Schön gesagt. And you letting off some steam? something like that. We'll go and check out some seedy joint. We're cops, after all. That's true, pal. Protect and serve. Eesh, get a room, you two. Shut up, Marty. Fragen? What have you heard about the hop dog? Is it still standing? Yeah, it is.
But I don't frequent that neighborhood. You shouldn't either. Things have escalated there recently. What do you know about Ibn Wessler? What's the old rat been up to lately? They say he's keeping a pretty low profile these days. But he's been seen in the company of the Attorney General. Attorney General Hamtaro, eh? That's interesting. Thanks. Why are you so interested in that rat? If you want another hole in your comb, I could help you too, you know. Da ist das Loch. It's just professional curiosity. Yeah, of course. And I'm a fluffy little Labrador. Whoa, 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 you forgot to mention this nugget about the case, Sonny. Ibn Clucking Wessler? What the hell did you get into? Far as I remember, you didn't let me tell you in the first place. Well, you're in now. No way. You're a piece of shit, Sonny, you hear me? What's this all about? Easy, chicken. I'll tell you everything soon enough. Let's just get the hell out of here first. If I already told you, it's a pleasure working with you again. Diese No, Zusammenarbeit. that's always good to hear, partner. Partner, richtig tolle Partner. Sie mögen sich total. Und Polizei. Why is it so quiet in here? Shouldn't it be a madhouse by now? The midnight madness is yet to come, Sonny. Just wait for it. My time's too valuable for that, pal. And you're trespassing. Rules of suspension, remember? I can see you're up to no good. Er ist suspendiert, also hat er Mist gebaut und er hat ihn abgeschossen, weil er mitgebaut hat, oder? Who, us? Ridiculous. If you say so. But I advise you to keep it low. Especially you, Sonny. How many days do you have until retirement? 121. 120 soon. Don't be a knucklehead and get yourself fired. Thanks for your eternal wisdom, Bosco. I'm definitely coming to you again next time. Okay. Kann ich jetzt gehen? We can't avoid. Ja, ich habe doch mit dem Chief schon gesprochen. What is it, Santino? Nothing, sir. And you? No, sir. Then get out of my... Ach so. Maybe next time. I'm not in the mood. Hä? Misse ich irgendwas? Mit ihr? We're leaving. Stay safe, boys. I'm afraid you're alone with that. Hey, don't make me change my mind. You won't, Marty. I bet you can't wait to get mixed up in some serious trouble again. Yep, that's true. Der ist cool Serious, drauf. boys. Be careful out there. We're big birds, Monica. We can take care of ourselves. Okay, but take care of each other too. Will do, Monica. Yes, ma'am. Kann ich jetzt? Ja, sie hat gefehlt, nicht der Polizeichef. Okay, also... Oh, Yeesh, my condolences, pal. I see your cleaning lady died. Yeah, she set foot in the bedroom once. I haven't seen her since. I didn't dare to go after her. Oh, I wouldn't want to go in there either. But what's that smell? Cigarettes and whiskey. Yeah, with a hint of dirty laundry, but no. Lavendel? Ach, wahrscheinlich, weil die eine Dame da gerade war. Ah, that. No, that's got to be the Ibanez dame. You know, the broad who gave me the letter. And the job, obviously. Ah, pretty, huh? I can smell it. She's an exotic, too. An Impala, maybe? Furry hell. That's why Chief Inspector Bloodboil hates you so much. He's jealous because your nose is better than a clucking bloodhound. The bitter old dog. He just hates all foul. Naja, ihr habt Federn, aber keine Except for Flügel. Monica. Monica's a fairy, not a bird. So, what now? Da ist jemand verliebt. Na, 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 na. Well, let's gather my stuff and head to the club. We gotta find out who this Natasha is and what she wants from us. I mean... After you, Boss Bird. I wouldn't like to touch anything in here anyway. If it's okay, I'll... Sure, just do it quiet. When was the last time I was here? I don't know. Years ago. When Molly left. Whew, that was a wild night. Yeah. Also ist er schon älter. Ich finde, die Stimme hört sich sehr jung an von ihm. You know, Sonny,
You can call me. Not just when you want to investigate some shady case from a shady dame and you need a big meat shield to cover your ass. Times have changed, Marty, and I don't call anyone. All right, Boss Bird. Whatever you say. Aber ich habe das ja schon gelehrt. Wahrscheinlich hätte ich das gebraucht. It would be best to board it up. It'd go well with this rundown neighborhood. It may be run down, but somehow I still feel like it's honest. Sure, you could live in Cockroach Town. That's an honest place, too. Has a similar stink. Believe me, Marty, I thought about it. Why am I not surprised? Maybe in another... Okay, ich glaube, hier ist nicht wirklich was. Ich habe ja hier wirklich alles angeschaut. Just a bunch of... Polizeirevier? Hotdog. Ja, gehen zum Hotdog. Das ist, glaube ich, da. Das wäre den Club, wo ich hingehen möchte. Aber ich will ja die Nebending machen, also gehen wir zum Hotdog. The hop dog was like the last warning. You can still turn back. My eyes lingered on the sign. An enormous dog. Like a neon god with limitless power over cheap hot dogs, plastic hamburgers, and watered-down coffee. The cold light called me, but I didn't want to get out of the car. If we went in, we were all gonna be pancakes, kept together by cold syrup. Marty's worried look shook me out of my reverie. Oh, Cluck. Was I talking to myself again? Oh Mann. Okay, das ist gut. Ist das eine Fliege? Die schaut aber wirklich sehr nach einer Fliege aus. Die anderen haben mehr menschliche Arme und so. Aber das ist voll die Fliege. Stadt. Peaceful, isn't it? Because the whole town's probably drunk by now. Maybe that's the only way it can bear itself. Doesn't it remind you of someone? Shut up, Marty. Ich will ja nicht sagen, aber ich glaube, dass der ein leichtes Trinkproblem hat vielleicht. Wenn jeder darauf so anspricht. Could this wreck belong to Zip? Well, it's a wreck just like him, so I guess it could. Look at the poor bastard. He's looking okay, Marty. Remember what we saw when we worked at the Hive? Wild ones. Don't even remind me. Trying to forget that shit every day. It's been even worse since. I guess you heard about the riots. Who hasn't? You know, people are afraid that the Great Fire will happen again, and those hive houses are pretty flammable. I don't speak of the devil, Marty. But to be honest, I have no idea how this insect matter can be solved. I do. We just open the ghettos and let the insects live among us like they did for centuries. Your heart is pure gold, buddy. But you know it's not that easy. Clawville isn't what it used to be. Aha, okay. Of all that's furry. Is this still a thing? The situation's getting even worse, Marty. Have you heard how the young mothers of the Cobbler District are forced to make a living? I have no idea what goes on in the hive, Sonny. I don't think I want to know. But you're still gonna tell me, right? Also es ist die Insekten, diese Leute, also weil sie ganz anders sind, überhaupt nicht beliebt bei den ganzen Säugetieren und Vögeln. Als wäre es diese Außenseiter, die keiner haben möchte. Prostitution is the lesser evil. What's worse is that some folks have to sell their kids when they're still larvae. Wait, what? Why? They pay a hefty sum for each of them downtown. They sell them as gourmet food in the most expensive restaurants. Wie geht's? Oh, I'm gonna be sick. We made this city, Marty. Clawville didn't do this to itself. Don't ever forget that. Die essen Kinder. Hey, pal. Can you hear me? Is he... I don't know. Maybe he just doesn't understand what I'm saying. Or he doesn't want to. That's
Also very likely. Fly in the soup. Aha. Okay, interessant. Gar nicht, dass man sowas... Ich glaube, jemand hat gerade einen Unfall gebaut, so wie sich das angehört hat. Are you sure that thing's a dog? I always wondered. The name Hop Dog is quite a giveaway. Don't you think so, Mr. Detective? Sometimes the most natural connections lead us astray. Who said that? A natural-born genius. Yeah, right. Okay, dann gehen wir mal rein. Ugh, the place is deserted. Poor Zip. You're right. Yeah, the guy's middle name is bad luck. That's for sure. Oh, da ist der Waschbär. Gehen wir wieder um. Ja, ich will nichts anhören. And voila, the master himself. What a finch. Sonny, he's a pigeon, not a finch. Don't make me angry, Marty. Okay, I was only joking. Also war Elvis, es ist so eine Art Elvis, oder? Eine Taube. Nice to know. You still don't eat meat, old man? I'm a rooster, a chicken. Why the hell would I eat meat? I don't mean real meat, I'm not a lunatic. But a meat substitute? There's about 10 different kinds. Have you never tried any of them? Why would I? If I don't eat meat, why would I eat a substitute? Because you can. That's the point. Wild gods, Marty. Stop being such a sheep. Do you fall for those adverts? Substitute isn't meat, Sonny. And if it's tasty, why wouldn't I eat it? I don't care what you eat. But don't be surprised when you lose all your feathers or you try to bite off your own leg one day. Ja, ist giftig und schlecht. Ich habe auch mal so Fleischersatz gegessen. Es ist nicht schlecht, aber sagen wir mal, das Schnitzel, was ich mal gegessen habe, das Vegane, das hat nach Schnitzel gegessen, aber ich hatte mal so Hackfleisch. Das hat nicht nach Hackfleisch gegessen, aber es war trotzdem gut. Also, es ist eben, wie er gesagt hat, wenn es dir schmeckt, dann ess es doch. Aber ich denke einfach, vegan essen ist nicht schlimm. Ich könnte vielleicht nicht die ganze Zeit vegan essen. Vegetarisch, ja, weil ich mag Eier sehr. Aber wir kaufen auch nur Eier von fröhlichen Hühnern. Bei uns gibt es ein bisschen weg, aber da gibt es einen riesen Platz, wo viele Hühner rumlaufen. Die haben einen riesen Platz frei laufend. Und da kann man sich die Eier holen. Das ist echt cool. What insight? Fuck the king. Where all the colors Well, go? that's a good question, Pat. War, es ist neu, dass bei euch schwarz-weiß ist. The door didn't look like this last time. Yeah, because last time you tore it out and beat that baboon with it. Ich mag den voll. Oh yeah, I remember now. So that's why Zip remodeled the whole place. He had to. We didn't leave much of it standing. If I didn't know how nice we are, I'd almost hate ourselves. Welcome to the club, partner. Okay, Zip, wir müssen reden. He sure didn't get any younger. Or prettier. You think he's still mad at us? Frankly, Marty, I don't give a damn. Ich glaube, der ist mad auf dich. Reißt die Tür auf und zerstört. Oh mein Gott, das ist auch das Glas kaputt. Hello, boys. Now, get the hell out of here while I'm asking nicely. Er ist noch mad auf sie. Ziemlich sicher, dass er noch sauer auf die ist. Und er schaut ziemlich zerstrüppelt aus. Hey, is that how you greet two old friends? Hey, I'm not joking, Sonny. I got a shotgun under the bar. No, you don't, because if you had, we'd arrest you here and now. If there's still life in you when you're full of buckshot. Ah, it's going well so far. We're just here for a coffee, Zip, okay? Like old times. Nothing's like old times. Haven't you noticed? Yeah, as a matter of fact, it's quite noticeable. Shit. All right. Then where'd you blow in from? We haven't been anywhere yet, but we're going somewhere. Everybody's going somewhere, right? Tell me, how much do you know, Zip? That depends. How deep is it? Bottom of the well kind. Goes down around Ibn Wessler. Holy hell!
Whistler? You've dipped your wings in deep shit, boys. If you've got anything on him, don't keep it to yourself. We'd be... Ich glaube, der wird nicht sagen. Die haben bestimmt alle Angst vor dem. Grateful. Maybe you're not gonna trash my joint this time, eh? You know, Ibn's acting strange nowadays. He always believed that if you want something done, you do it yourself. That's how it was for years anyway. And? But now, he left his real estate, the fish racing clubs, the casinos, and the bars to his right-hand man, Mongrel Mick. And ever since, he's been kinda weird. Bottomed out, brooding in the seediest joints of the city. Nobody ever knew him to be like this. Weird, huh? Das ist wirklich komisch. Weird. Do you think it's about a lady? It's always about a lady. Well, there is a woman, I knew it. but not like you think. Okay. Is this gonna cost much? Only a favor, like the good old days. Okay, I'm in. Oh, kann man wieder viel Have befragen. you ever been to that place? Of course, 100 times. Everyone who matters in this city's been there. Sorry, guys. But then, it had a different name and a different owner. Okay. Business affairs, right? Yeah, that was the dark era, Sonny. I don't... Roger that. Okay, also er geht gerne in solche Clubs rein. I've gotta Hoppla. say, you've revamped the joint pretty well. Wie schlimm hast du es zerstört? Ich will's gar nicht wissen. Yeah, after you trashed it, I had to. Look, I'm sorry, Zip. That ocelot and his... Oh, gorilla- den hätte ich gern gesehen. Baboon, not gorilla. Whatever. Sonny, what's your beak? So you owe me one until about the end of time. But I'd settle for you washing up here for a few years after retirement, Sonny. Mind your tongue, furball. Robert Whistler. So, Ibn's gone insane. Love will kill you in the end, they say. Seems like everyone's in a poetic mood today. You're one to talk, by the way. Huh? Why? Oh ja, das ist jetzt, glaube ich, die, wo ich hingehe. So, about that woman. Is she really that dangerous? What woman isn't, huh? No, Zip. I mean really dangerous. She's got the most influential gangster of the city wrapped around her finger. She calls him her little furball. How dangerous do you think she is? Oh, sie hat, glaube ich, das Sagen bei der Beziehung. You didn't get any younger, pal. You're telling me? You look like you haven't had a good night's sleep since forever. To be honest, I've never had a good night's sleep in my life. You will when the big sleep comes. And what are your plans? Dying behind the bar? Of course. You got a better idea? A couple, yeah. But somehow this suits you. You know what? Your mother's a goat. Oh, how dare you? That Natasha's a mysterious woman. Is that so? Interesting. She's got a fantastic voice. Makes men go crazy. But we all know that's not what's important. Then suddenly, bam! She got the whole club. Just like that. But we know exactly how it was. I can imagine, yeah. Since then, it operates under the name the Czar Club, right? The old click is still clicking, right? Yeah. The club was renamed and remodeled. Everyone knows she was Ibn's lover, but she's not your usual canary. She didn't get involved in Ibn's dirty dealings. Then how exactly does she fit into the picture? Check this. A few months ago, the old rat pulled out of his own businesses and gave control to Mongrel Mick and his mob. Mongrel Mick? Doesn't sound familiar. Mick the Marauder ring a bell? Damn, that little monkey came this far? I think that little shit took advantage of Ibn not being himself. Which has something to do with this Natasha, right? That's my guess. Thanks for this straight dope, Zip. We owe you one. One? You owe me the price of a new coffee shop, remember? Okay, okay. Whatever you need. Just... Ich glaube, der wird sein Geld nie zurückbekommen. Thanks, pal. Hey, I'm not your pal, Marty. Und wie kriegen wir jetzt Kaffee? Highlight of my day. Yeah, I can smell it already.
How does he make the coffee here so special? Look at that mangy trash panda and tell me, do you really want to know? You're right. As always. Und wie kriege ich jetzt meinen Kaffee? You sure Maybe the past is haunting me. Oh, come on, Zippy. Don't be so hard on yourself. You got out in time, and you... Yeah, right. How lucky. It's more than what many others get, believe me. Okay, also ist hier nichts mehr. Mal, ich bin... Aber hier ist nichts mehr. Okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge gehe ich dann zum Club und befrage endlich die Katze. Aber das war schon interessant zu erfahren. Ich will wirklich wissen, was passiert ist in der Vergangenheit. Warum wurde er angeschossen und warum ist er suspendiert worden? Er muss irgendwas angestellt haben. Und was war das mit diesem roten Silvester? Das muss richtig blutig gewesen sein. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.